on arrival and start situation, there is this administrative part. Everyone needs to make several registrations, but there's also the part of study start, how to make it, how to get to know the schedule, just what is needed, what is wanted. However, this is an experience you will have after a short time, and you will get always guidance by the university staff, by just also by the international office staff, by study advisory. We, in addition, and I guess other universities too, have a special supporting program for international students. We call it just here V4U. This is just the motto behind, of course, also. And this is, how to say, V4U is a network between the university staff, the city, student services, but also students themselves are involved. So we can offer support from students for students. Then just during the studies, this is often the kind of learning, this is often the self-management, it's also time management. Of course you can stay in bed and not visit the lecture, however you have to know it in the end for the exam. So managing all this, having your own schedule you strictly fulfill to be successful. This is sometimes not so easy for students. Then often the funding plays an important role. So that means how to find a job, how to manage surprising things, unplanned costs, something like that. This is a big issue. And from time to time also problems with residence permit and foreigners authority. However, if you study well, if you're doing your things and not doing nothing, everything can be solved. However, again, please ask if the problem cures, not wait for 2 more semesters, and then it might be too late to find a good solution. Ja, also bei mir im Masterprogramm war es so, dass es gibt Leute, die sagen mir, diese Pflicht- und Wahlsachen, das verwirrt sie. Mir fällt jetzt spontan ein, die ECTS-Punkte, wie das Ganze verrechnet wird, wie viele Punkte muss ich erreichen, sowohl im Bachelor als auch im Master. Dann gibt es natürlich auch noch Sonderformen. Ich habe von der Uni zu einer FH gewechselt und musste deswegen an der FH 30 Punkte nochmal nachholen. Und was mir noch einfällt, ist so der Klassiker Abgabefristen. Ja. Ist so eine Hausarbeit abgeben an einem zu einem bestimmten Zeitpunkt. Stimmt. Aber auch umgekehrt, zumindest an der FH ist es so, wir sind ein sehr kleiner Campus und man kann eigentlich mit jedem Dozenten auch reden, man kann jeden Dozenten anschreiben und die sind auch eigentlich, würde ich sagen, alle umgänglich immer und verständnisvoll. Ja. An der Uni genauso, ja. In der Regel immer an die akademischen Auslandsämter, also die für die Studienberatung für ausländische Studienbewerber zuständig sind. Da gibt es ja die International Office, heißt es ja hier in dem Fall, das heißt auch an anderen Universitäten, aber ganz allgemein kann man sagen an die akademischen Auslandsämter. Throughout Thuringia, there are the Studentenwerk or the student services. They offer psychological and social and financial consultation services, for example. At some point, they also do offer or offered financial bridging scholarships and payments, and also on campuses, the international offices and the university organs have established, of course, tutor programs, buddy programs, and they have also diverse offers and consultation services in this regard. The bureaucracy of Germany is a little bit hard, but my international office always support me and help me to deal with the documentation and preparing for the hard bureaucracy. Das Schöne ist, bei uns gibt es auch Tutoren, die dann internationale auch einführen, gerade bei den ganzen bürokratischen Sachen, dass sie die Leute dann mit an die Hand nehmen und dann wird wirklich geguckt, wir gehen jetzt zusammen ins Bürgeramt, wir gehen zusammen zur Tosca-Behörde, um dich zu immatrikulieren. Wir gucken mit Krankenversicherung. Also dafür gibt es wirklich von der Uni aus auch Tutoren, die dann zu den Internationalen gehen und dann auch dafür sorgen, dass die sich sozial einbringen können, gerade mit Sportangeboten, mit Musikangeboten. Weil von alleine versteht man es ja manchmal
oftmals nicht. Und ich glaube, gerade wenn man neu nach Deutschland kommt, ist man auch zu schüchtern, um jetzt erstmal auf alle zuzugehen. Das ist ganz schön, dass man jemanden hat, der einen an die Hand nimmt. Und man dadurch dann auch wieder neue Leute kennenlernt und wieder einen großen sozialen Kreis bilden kann. Sometimes because some students only speak English, but they need to find like a German translator or stuff like that. So they will write an email to the We4U, and then We4U will try to find someone who can speak German and also has the time to accompany the students to go to like the bank or like the other offices to translate all the stuff. Yeah. For me, it was really about grabbing people and being like, can you help me with this? I need to know how do I pay this? How does the Deutsche Bahn application work, and how can I benefit from my student status? How does the Tosca card work? So for me, it was really just asking friends, and this is how I got the support that I needed. Es gibt eigentlich von allen internationalen Büros immer so eine Art Sprachtandems, Buddy-Programme. Entweder ist es wirklich nur eine reine Sprache oder man matcht hier zum Beispiel an der FH auch nochmal Studenten, die zum Beispiel einen bestimmten Studiengang haben, Bauingenieur zum Beispiel. Und wenn dann ein internationaler Student kommt, hat er eben auch so eine Art Studentenpaten, der das Gleiche studiert, dass die sozusagen eine kleine Hilfe haben. Also sowas gibt es eigentlich an allen Universitäten, auch in Thüringen. Wir geben allen Studierenden die Möglichkeit, einen Mentor oder eine Mentorin zu haben, um die Anfangsphase zu meistern, um gut in das Studium zu gelangen. Die Universität Jena hat auch ein Fachmentoring-Programm, in dem die Studierenden durch die ersten Semester auch begleitet werden, in ihrem Fachbereich durch einen Studierenden und eine Fachwissenschaftlerin zum Beispiel. Und das gibt sehr viel mehr Orientierung und Halt. Und da schaut man dann auch schnell mal, wo gibt es denn Probleme? Lohnt sich hier vielleicht ein Fachwechsel oder ist vielleicht doch ein anderes Studienfach oder ein anderer Studiengang an einer anderen Universität geeigneter?